So, jetzt sind wir live. IDM Paddock Talk. Ja, ich habe mir extra hier Sachsenring-T-Shirts angezogen. Schönen Dank an die Jungs vom Sachsenring, vom Born to be Awesome. Findet ja alles nicht statt und wir sehen eine illustre Runde versammelt, die sich zwar dieses Jahr schon zum Testen gesehen haben, und wir fangen mit dem Chef an. Werner Dehm, schönen Gruß nach Belgien, und in Corona-Zeiten ist die Frage natürlich erstmal die wichtigste. Wie geht's euch? Ist bei euch alles gesund und munter? Ja, bis diesem Moment sind wir alle gesund geblieben in uns Team, auch meine Umgebung, meine Familie. Glücklich soll ich sagen. Ich glaube selber wie Deutschland, wir können schon anfangen wieder die Rennstrecke mit unserer Schule. Und vom Montag gehen die Restaurants und die Cafés wieder offen. Dus, nein, sieht gut aus. Ich denke selber wie in Europa. Russland kann ich nicht sagen von Wladimir, aber der Rest sieht gut aus. Ja, das werden wir gleich den Wladimir selber fragen, denn wir haben mal mit deinem Meister schon gesprochen in der letzten Woche in unserem IDM Paddock Talk Live-Chat. Da hat der Ilja mit Bastian Mackels uns sehr interessante Geschichten erzählen. Aber Ilja Michalczyk ist natürlich der Titelverteidiger, aber nicht der einzige Weltklassefahrer, den du in deinem Team versammelt hast. Herzlich willkommen, a warm welcome, I think, to Moscow. Vladimir, how is the situation around your and your family about Corona? Is everything healthy? Is everything okay? Yeah, actually, the family is okay. Yeah, we I don't know how to say, but the problem is past us, and now everything is okay. And also about situation in Russia, everything is start to open some, the shops and etc. Some track is also open and we can training little bit. Already we did some 2 track days. Yeah, but weather was not so nice. It's like already three weeks in Moscow, raining every time. I don't know what happened. Yeah, I can tell you that here in North Germany, where I live, we have the opposite problem because we don't had rain since 2 months and everything is too dry. So especially the farmers are in a critical situation. We will talk about you. We are happy to have you in IDM, especially with your experience. In the next half an hour, we will inform the viewers a bit also about Vladimir Leonov in IDM. In the Championship Team. Da kommen gerade Fragen rein, die sind in Kyrillisch, die kann ich nicht beantworten. Aber wenn ihr Fragen habt an Tim Eddy, an Werner Dehmen oder Vladimir Leonov, dann stellt sie bitte auf Deutsch oder auf Englisch, dann werde ich die Jungs damit konfrontieren. Kommen wir zum Jüngsten im Team. Tim, letzte Saison war nicht so deine. 9 Punkte hast du geholt mit deinem schönen bunten Motorrad. Ja, und jetzt bist du im Meisterteam. Was erwartest du dir von der Saison? Aber vorerst natürlich auch bei dir die Frage, bei euch im Schwarzwald auch alles gesund und munter, alles okay? Genau, also als erstes Mal bei uns ist alles gut. Bei uns geht das relativ normale Leben schon wieder weiter. Wir können relativ normal arbeiten. Wir können langsam wieder in Restaurants gehen. Wir dürfen wieder Motocross fahren. Vor 2 Wochen war ich zum ersten Mal wieder am Hockenheimring zum Trainieren. Der hat jetzt wieder geöffnet. Und bei uns ist soweit alles in bester Ordnung. Jetzt zu deiner zweiten Frage, was ich mir erwarte oder was ich mir erhoffe von der neuen Saison. Also ich mache das Ganze ja noch nicht so lang und das Ziel ist einfach, immer besser zu werden, nicht zu stürzen, sich nicht zu verletzen und einfach von meinen Teamkollegen sehr viel mitzunehmen und sehr viel zu lernen. Jetzt hast du den Wladimir schon getroffen, im Februar, glaube ich, ne? In Spanien. Genau. Der ist sauschnell, ne? Da werden sich viele wundern in der IDM. Das glaube ich auch, ja. Ich konnte auch schon viel von ihm profitieren. Wir haben uns sehr gut verstanden. Er hat mir viel gezeigt und viel geholfen in der Woche, wo wir zusammen in Spanien waren. Es war schon ein sehr, sehr guter Anfang für die kommende Saison. Vladimir, it was a big compliment from the youngest in your team, from Tim. He told us right now that you helped him a lot in Spain during testing and that you were really unbelievable fast already on the bike. How you like it in the team with Werner Dehmen? Because it's the most experienced, many times crowned team in IDM. How you like it? How is it for you with your experience working in that squad now together with Werner Dehmen? I'm so exciting, for the first test with the new bikes, with the team, with my engineer, with the mechanics, and also I also for the winter I have the new bikes for BMW. Werner prepared me for the winter test, and now we bring this bike to Russia. So I really enjoy this bike. I hope
we will improve also this bike for me during the season. The season will be short, but anyway, we will push as much we can, you know. But anyway, I'm really enjoy, yeah, and I just can say, you know, like all the track during the winter, in this bike each track I was faster than the bike before what I use, you know, with Kawasaki Aprilia or something, you know, it's more than 1 second or something. And I really feel good, you know, because I always get some problem with the front tires with the bikes, and with this bike for me is much better, and now I can improve my corner speed and something, and the feeling is better. Just only one thing, I need to work with the rear grip. Ja, okay. Yeah. Werner, also das klingt schon mal ganz gut, was der Wladimir da erzählt mit seiner großen Erfahrung. Er war mit dem Motorrad, was ihr ihm aufgebaut habt, überall deutlich schneller als mit dem, was er bisher in Sachen Superbike gefahren ist. Was erwartet der Teamchef? Dass Ilja dann natürlich wieder den Titel holen will, das hat er uns letzte Woche schon erzählt, ist ja auch klar. Was erwartest du persönlich von Wladimir und was erwartest du von Tim? Was ist drin für euch? Ja, für mich ganz deutlich. Ich denke, der Wladimir, das muss der Ilja schwierig machen, weißt du? Ich denke, dieses Jahr mit der Meisterschaft ist schon stark, mit vielen starken Fahrern. Aber ich glaube, der Wladimir kann intern in das Team der Ilja ganz schwierig machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Ilja hat mir das letztes Jahr schön selbst gesagt. Want die haben untereinander ein Nickname. Ich weiß nicht, was sie gegeneinander sagen. Aber er hat mir schön gesagt, Leonov, ich kenne den Nickname nicht, was sie gegeneinander sagen, aber der kann mich schwierig machen, hat er mir schön gesagt. Dus, und dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht einer, der ihn unter Druck setzen kann. Und der Tim, ich denke, der ist schwer unterschätzt. Der Tim musst du für 2 Jahre, war Tim noch eine richtige Amateur, hat nur Renndagen gefahren. Und ich weiß zum Beispiel, die Rundezeit, die er schon gemacht hat letztes Jahr auf Rennstrecke, die sind schon sehr gut. Und ich bin davon überzeugt, wenn er die richtige Unterstützung kriegt, dass er dieses Jahr uns überraschen kann. Da bin ich fast von überzeugt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ihn ruhig halten. Wenn manche Strecke, letztes Jahr weiß ich noch, dass der Papa gegen mich gesagt hat, ja, er liebt in Regen fahren. Und da habe ich gesagt, bis er stürzt. Genau. Und das ist dann auch einmal passiert, glaube ich. Hockenheim, glaube ich, bin ich sicher. Und dann, ja. Aber dann wird er wieder ruhig. Aber dann, was ich sagen muss, den Tim habe ich für 2 Jahre gesehen. Der Tim war kein Sportmann. War ein bisschen breiter Junge. Auf diesem Moment, ich verfolge auch meine Rennfahrt auf Computer und ich sehe, was der Tim leistet. Fahren mit Fahrrad und Laufen. Der Tim ist ein richtiger Sportmann geworden. Und ich erwarte, dass er dieses Jahr so mal Top 10 Plätzen fahren kann. Bin ich von überzeugt. Und uns würde es freuen, wenn wir darüber berichten können mit der Radio Victoria Mannschaft um Stefan Kraus, im Idealfall mit einem Livestream, so wie wir es beim Saisonfinale in Hockenheim hatten. Tim, stimmt das, was der Werner da gerade alles gesagt hat, um es mal ganz klar zu sagen, du warst vor 2 Jahren weit davon entfernt, ein Profisportler zu sein und warst nicht fit genug und hast das jetzt aber aufgeholt. Kann man das so unterstreichen und stehen lassen? Das stimmt. Bis vor 2 Jahren hat mich Sport, ehrlich gesagt, sehr, sehr wenig interessiert. Und Motorradfahren hat mich schon sehr interessiert. Und weil ich wirklich alles dafür geben will, schnell Motorrad zu fahren, habe ich angefangen, sehr viel Sport zu machen, habe meine Ernährung umgestellt, lebe jetzt sehr gesund. Und wie der Werner schon gesagt hat, verfolgt er uns ja bei Strava und da schaut er immer, wie viel Fahrrad wir fahren und wie schnell wir laufen und kontrolliert das auch ein bisschen. Genau. Das gibt ein bisschen den Ansporn. Vladimir, we just spoke about that Werner is controlling his riders. So that means Tim, you and also Ilja, what they do at home on the home trainers on Strava. But you look fit and totally in shape, huh? Yeah, but I lose the weight a little bit now and a little bit bigger. But anyways, the 1000 bike is, you know, is not 1 to 5. Yeah. What not everybody of our viewers know is that you have a German background, because I met you first in 2009. You were racing for the Kiefer Racing Team in the World Championship, the 250cc two-stroke bike. Then in 2010, half season on a Moto2 bike. Then 4 years in Supersport World Championship, 2018 in Superbike World Championship. I find nothing in the internet what Vladimir Neolov was doing in 2019. Yeah, actually, no. I finished the Supersport in 2014, and in 2015 I would think that I finished my career. You know, I was ready to keep it
because there was no way to come back in the World Championship. And in the beginning of 2017, I meet one guy, you know, one good guys, Vitaly Zhuk, and I started training with them. And after he offered me like, maybe you wanna do some Russian Championship. And in 2017, I started to do like Russian Championship just to grow up the championship, because the riders level is not so high. And after a few years, then I was riding there, and all riders is grew up, and the lap time is gonna be much better than before. And this was the reason for me also, don't forget how to ride the bike, because this is one important thing. And 2018, we decided to make some wild card in Superbike, and this is we was with Kawasaki, and the first round was not so bad, but actually it was some mistakes in qualifying, and I destroyed the bike, and after it was not possible to finish these races, because even we can't find it some special parts for fix the bike, you know, like it was before. But 2019, I did again Russian Championship, you know. It was like during the weekend I'm teaching some riders, and I am alone just on the race or in qualifying, you know. Just this is also good for me, then make some laps, you know, and that's it. And now the 2019, in the end of the season, I don't know how it was possible, but we found some solution to go in IDM, sign with Werner and with this team, and we did one test at the end of the season in Jerez. And the first of all, the bike was new for me and was really interesting. You know, the bike is completely different what I see the BMW before, but during the weekend I am really enjoying. But sure, need to work with the bike. But now we already knew something, you know, because during the winter I did some laps, and also the engineer of Ilya knew something, and they have my data also, and we have some base how to start the season. I think we will decide about the suspension and etc. for the first. Sounds all good, but you know, your contenders, your rivals are very strong in IDM. Werner, wenn du so aufs Fahrerfeld schaust, wir haben deine drei Jungs, Tim Abbey, Wladimir Leonov, Ilja Michalczyk, dann Julian Puffe, dein Ex-Fahrer auf der Honda an der Seite von Alessandro Polita. Da war zu lesen, dass sie total begeistert von der neuen Honda waren, insbesondere auch in Sachen Topspeed. Dann haben wir die Truppe von Michael Galinski, Weihe, Moser, Folger. Dann haben wir natürlich Erwan Nigon und. Ist es das stärkste Fahrerfeld in der IDM seit Jahren? Seit Jahren, ja. Ich denke, das Jahr, dass der Max Neukirchner und dieses Jahr, glaube ich, das war auch sehr stark. Aber ich bin sehr, sehr froh. Ich denke, alle sind sehr froh, dass Leute wie Alt, Folger, Bastian Machels, noch andere wie Polita, Puffe, alle dabei sein. Dass wir alle wissen, dass es dann nicht einfach sein. Und sowieso, der Reverse Grid, zweites Rennen soll ganz schön werden, glaube ich. Want der Fahrer, der Vierte oder Fünfte wird, ist noch immer ein Fahrer, der gewinnen kann. Weil wenn du erste Rennen nicht perfekt, dann kann der Ilja oder Folger oder Alt oder Leonov können auf der Pole stehen und wegfahren von den anderen. Das kann passieren. Und sowieso, wenn die Meisterschaft sehr kurz wird, ist sehr wichtig, dass du unaggressiv wirst, aber auf zwei Räder an der Finish kommt. Ich glaube, wird spannend, aber ich glaube, daran machen wir auch Rennsport. Das Jahr, wenn der Markus gegenüber Neukirchner und so fahren muss, das war für uns auch ganz spannend. Und ich bin ein Fan von Max Neukirchner, und dass ich noch immer denke, das ist ein von der richtig größte. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr froh. Wenn ich Rennfahrer war, dann soll ich gegen an Jonas Folge. Das war ein Ziel, um gegen ihn zu gewinnen. Und ich glaube, der Ilja und Leonov und alle Leute, die will nur der Jonas schlagen. Das ist normal. Ja, und ich bin sehr froh. Wird auch hochinteressant, Florian Alt das erste Mal auf einer BMW zu sehen. Ne? Der hat ja lange Beine, der ist ja eher einer der Größeren. Da bin ich wirklich mal gespannt. Gibt ein paar Wortmeldungen. Philipp Eing schreibt zum Beispiel: Werner, wie wäre es mit einem Gaststart im eigenen Team? Du bist doch selbst auch noch schnell genug. Ja, ich glaube, du hast eine Menge anderer Dinge zu tun, ne? Ja, ich bin zu alt, und ich glaube, dass meine Frau
meiner Frau, da muss ich in Deutschland bleiben, glaube ich. Das kommt nicht mehr. Okay, dann schreibt Olaf Kneuper, Tim, a real racer for pets. Und Bastian Mackels schaut zu und schreibt, Tim, the cyclist. Bastian, danke Bastian. Tim, was meint er damit? Ist auch eine kleine Spitze, glaube ich, ne? Ja, wir sind vor etwa 4 Wochen sind wir ein 24-Stunden-Rennen auf unseren Heimtrainern gefahren, über Zwift. Und da waren wir zusammen im Team, der Bastian und ich, mit dem Loris Bass noch und noch mit 2 anderen. Und da haben wir viel Spaß gehabt zusammen alle. Und es war eine richtig schöne Erfahrung, mal 24 Stunden so ein Rennen auf so einem Heimtrainer zu fahren. Ja, ihr seid alle ein bisschen verrückt, glaube ich. Vladimir, we just spoke about the high level in IDM. Which of your title contenders from the season 2020 you know already from the racetrack? I know Oschersleben, I know Nürburgring. I've been one time, I think, in the Most also, but I don't know old one or new one. With chicane or not, I don't remember. So this we will see. This we will see what will be in the calendar. So this is your thoughts about the tracks on which you have to ride. But I mean your rivals: Jonas Folger, Florian Alt, Bastian Mackels. What do you think of this high level in IDM, and which of these riders do you know already? I know Jonas Folger, sure. I saw him many times. Yeah, but. Actually, I don't know so much riders. I know just some guys from. I don't remember which one, but anyway, I know the team. I know Ilya Folger and Palita and some other guys. I saw it, but the name I don't remember. Yeah, doesn't matter for me. For me, this is really good that the level is really high. This is really interesting, that you are there and all riders is fast, and it will be really nice also for the people and for the riders to fight, because then you are really close together. It's really interesting. It's more. I don't know how to say how you feel this emotion. Like you're always under pressure and you're fighting elbow to elbow. This is really nice. About this, I'm really missing for this, because this is, I tell for the Werner also, for me this is one of the big problem now, that I need to do this race, because I already forget how to stay in the group. Sure, I know how it I remember, but anyway, to feel it again, this is really, I'm so exciting for that. But I think the season will be really interesting, because it will be anyway short, like 4 or 5 races. I don't know, because before then there's 9 races. You feel different, you can do some mistakes or something. But now everybody will push like as can, and this will be really really funny. Mistakes are forbidden, but no worries. Werner will teach you that. Werner, wir sind ja ständig auch mit den Jungs und Mädels von der Motorpresse Stuttgart verbunden. Ich glaube, unser Promoter macht im Moment auch einen glänzenden Job. Norman Breu arbeitet Tag und Nacht mit seiner Mannschaft daran, einen neuen Kalender zu erstellen, mit der Daya, mit allen, die dazugehören. Wie ist dein Informationsstand? Was glaubst du persönlich als Teammanager der Meistermannschaft? Wie viele Rennwochenenden könnten wir realistisch sehen? Was denkst du? Ja, dasselbe wie alle anderen, glaube ich. Wir wissen auch nicht perfekt, was los ist, aber wir sprechen viel untereinander, weißt du. Ich glaube, IDM, die Teamchefs sind alle fast Freunde voneinander. Ich meine, wir kennen uns schon 10 bis 15 Jahre. Und was ich so höre, sind das 4 Rennen, 4, 5 vielleicht. Und ich hoffe, dass wir Assen vielleicht ohne Publikum fahren können, Lautersring, Hockenheim und vielleicht Anfang Oktober oder Ende September, was ich noch renne. Und dann wird das halbe Meisterschaft, aber dann sind dann noch 8 Rennen allgemein. 4 Wochen, aber 8 Rennen, das kann auch sehr spannend werden, glaube ich. Das denke ich auch. Tim, das haben wir gerade schon bei Wladimir gehört, ne?
Da gehört dann Präzision zu eurem Tagesgeschäft bei so einer kurzen Meisterschaft. Aber trotzdem, ich glaube, da sind wir uns einig, ne? Auch du als Jüngster im Team. Hauptsache, ein Rennen ist besser als keins, ne? Ganz genau. Also jedes Mal, wo ich aufs Motorrad sitzen kann, bin ich einfach nur froh. Selbst wenn es nur ein Renntraining ist, zum einfach ein bisschen trainieren, jede Sekunde zählt. Jetzt hat der Werner uns gerade erzählt, was er von dir erwartet. Was erwartest du denn von dir selber, wenn du die großen Namen, die wir gerade alle schon erwähnt haben, was erwartest du von dir selber und was glaubst du aus deiner Sicht? Du warst mit dem Wladimir auf der Strecke, den Ilja hast du sicherlich auch schon kennengelernt, Jonas, Volker, Florian Alt. Auf wen würdest du denn dein Geld setzen? Also natürlich nur auf die Fahrer aus dem eigenen Team. Nein, Spaß. Also ich erhoffe mir natürlich das Beste. Also ich würde natürlich alles geben. Hoffe, dass ich mich auf jeden Fall zuletzt im Jahr steigern kann. So wie es aussieht, kann ich das auch. Ich habe den ganzen Winter mit dem neuen Motorrad trainiert, mit der neuen BMW. Bin sehr gut zurechtgekommen, habe viel Spaß gehabt und ein gutes Gefühl. Und von dem her werde ich natürlich das Bestmögliche geben und dann einfach schauen, was rauskommt. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es die anderen Fahrer gegen Ilja und Wladimir sehr, sehr schwer haben werden, sich durchzusetzen. Ich habe es jetzt in Spanien wieder gesehen. Was die abliefern, ist schon wirklich, wirklich gut. Ja, das hoffen wir auch. Wladimir, how is the situation? Because this is, I think, most important for you and also for Ilya. How is the situation with you and traveling? So, for example, if Werner would arrange a test in the next 2 weeks, would you be able to leave your country and to come over here to make a test? I'm not sure if it's possible. I try to find it some way, you know, maybe we do some documents like I am a driver, you know, or something to cross the board. But I heard something that in 24th of June it should be open something, you know, for the board. But I'm not sure what happened. And anyway, I try to find it some way to be ready, you know, to cross the board. But we will see. Maybe on next Tuesday, I can give you some information because we do a special IDM paddock talk with our promoter, with Norman Broy. And maybe he can tell us a little bit about a new calendar. Ich glaube, Werner, das Wichtigste, was wir brauchen, ist ein Ziel, auf was wir hinarbeiten können. Ne? Das betrifft Teamchefs, Fahrer und Journalisten. Das betrifft uns irgendwie alle. Ne? Ja, sicher. Wir müssen wissen, wann wir anfangen können. Wie Wladimir sagt, ist, dass die Jungs von Russland oder Ukraine, ja, das ist ein bisschen anders als bei uns in, sag mal, Westeuropa. Und ich glaube, der Ilya, der kann schon eher bei Ukraine weg, so um die 15. Juni. Aber ich bin mit Wladimir und sein Manager auch in Kontakt. Und ja, das wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, Russland könnte sein, wie er sagt, 24 Juni. Das ist schwierig, um ein Renntraining zu organisieren. Wir haben schon gesehen, zum Beispiel, Honda ist schon zweimal testen gegangen in Ostleben und in Lautzring. Das ist bei uns noch nicht möglich. Nur der Tim nächste Woche, 11 Juni, kommt er bei uns in Solde. Kommt Tim schön testen. Aber die 2 anderen müssen wir warten, bis die Jungs wieder über die Grenzen können. Ich denke, über die Grenzen gehen, das sollte vielleicht gehen. Problem ist, dass die später vielleicht 14 Tage dann in Quarantäne mussten. Und das ist auch nicht gut. Weißt du? Da müssen wir mit aufpassen. Ja. Aber auch da gibt es mittlerweile Ausnahmeregelungen, das haben wir aus anderen Sportarten schon gelernt, je nachdem, wie dann das macht. DTM-Rennfahrer zum Beispiel aus Südafrika, die ich kenne, haben da gerade das Problem. Sheldon van der Linde zum Beispiel, der hat das gelöst, weil er einen Wohnsitz in Deutschland hatte. Also da gibt es Möglichkeiten, werden wir in Kontakt bleiben. Werner, nicht verpassen, nächsten Mittwoch machen wir einen Sonder-Paddock-Talk. Da werden wir, ich verrate noch nicht was für welche, aber da werden wir sehr prominent besetzte Fahrende IDM-Motorräder in Oschersleben filmen und euch zeigen, der IDM-Gemeinde. Das ist jetzt ein bisschen blöd, die Situation, ne? Dass du 2 Fahrer hast, die eben aufgrund der Reisebeschränkungen nicht bei dir in Zolder mal 1 oder 2 Tracktage machen können. Ne? Ja, das ist schwierig, weißt du, aber ja, wenn du ich sag mal, Wladimir habe ich letztes Jahr schön gesehen, wir haben dann, wie er auch selbst sagt, in Jerez haben wir miteinander getestet. Und direkt nach einem Tag war mir schön klar, dass er auf einem sehr hohen Niveau sitzt. Nicht nur als Rennfahrer, aber auch Verständnis von dem Motorrad, was sehr wichtig ist. Er kann das Motorrad sehr gut abstimmen. Aber ja, wir hatten dann gedacht an Corona. Dann war da noch kein Punkt. Und wir waren eigentlich alles geladen, um nach Spanien zu gehen, 15 oder 16 März. Und dann haben wir eigentlich den letzten Tag, want der Tim war schön in Cartagena.
Und dann habe ich seinen Vater angerufen, er hat schön gesagt, da war die schöne Toilettpapier in Hamster in Spanien. Und dann habe ich mir schön gesagt, ja, nee, wir können besser zu Hause bleiben. Nein, es ist ein bisschen blöde für uns, aber ja, wenn das Anfang Juli wieder freikommt, sehe ich ehrlich kein größeres Problem. Ja, Carsten Bartschat, auch einer unserer vielen Mitarbeiter, ohne den das Fahrerlager nicht das Fahrerlager wäre, was wir kennen, schreibt gerade Dienstag, nicht Mittwoch, Eddie. Da hat er recht. Ich habe aber gesagt, wenn du richtig zugehört hast, Carsten, dass wir Mittwoch senden. Dienstag produzieren wir das Ganze dann real live, damit es auch dann am Mittwoch richtig schön aussieht mit fahrenden Rennmotorrädern. Tim, Schweizer Fan von dir. Tirat Zachmann, treuster Schweizer Fan von Tim. Sagt dir das was? Kaum spreche ich ihn an, den Tim, da verschwindet er kurz. Kennst du den Fan? Jetzt höre ich den Tim nicht mehr. Okay, macht nichts. Wir sind ja zum Glück auch fast schon am Ende, beziehungsweise wir haben euch beide ja noch. Wladimir, IDM is very happy to have you in our championship whenever it will start. Tim Abbey is missed. Tell us what you will do in the next days and how is it possible for you to train, by the way, in the moment? Can you go, for example, outside with your bicycle, or how is it working for you? Yeah, I do some bicycle and running and go to our friend's gym, which is possible to open for us, you know. Yeah, but I think we can do some during these months. We have like two track days more. Maybe we can do some couple of days with my bike, with the BMW. But actually, I sold my motocross bike, and I'm waiting for a new one. And now I can training. And also for the supermoto, the small truck is still closed, and only big truck, only one now is open. You know, and maybe next week we have some few days for the testing if weather will be good, because I hope I cross the fingers for that, because I'm so missing, you know. Yeah, you can't wait that racing feeling. Tim Abbey is again in the show, I think. Gucken wir mal, ob wir den Tim noch mal reinkriegen. Zack, 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 zack. So, jetzt geht's was. Ja, klar. Ab und zu ist dann auch mal im Schwarzwald das Internet ein bisschen schlechter. Ich habe dich gerade von einem Schweizer Fan von dir gegrüßt. Tim, schläfst du schon unruhig in Erwartung der IDM-Saison? Oder wie sind da so deine Gedankengänge? Kannst es wahrscheinlich kaum noch erwarten, ne? Endlich im Meisterteam dann mit deinen starken Teamkollegen wieder auf die Strecke zu kommen? Ja, geht mir so ähnlich, weil langsam aber sicher habe ich genug Videochats gemacht und ich würde am liebsten morgen direkt, wenn ich zum Beispiel an unser Saisonfinale denke, mit unserem fantastischen Stream, mit dem unglaublichen Duell Marvin Fritz als Gaststarter gegen Ilja Michalczyk. Ja, das war eine geile Show, ne, Werner? So ein Stream brauchen wir dann aber, ne? Wenn wir keine Zuschauer an den Rennstrecken begrüßen dürfen, dann müssen wir zwingend streamen, ne? Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, oder? Ja, ich hoffe, dass es immer, dass es möglich ist finanziell, dass das jedes Rennen so ist. Hockenheim war, wie du selbst sagst, war geil. Weißt du, du kannst live die Filme sehen. Ich habe auch viele Fans von Belgien, erzählen viel mehr über IDM. Auch in Belgien mittlerweile und in Holland ist IDM die größte Rennserie geworden. Und alle gute junge Talenten gehen nach Deutschland. Ich glaube, das soll sehr wichtig sein für die Zukunft. Ja. Das hoffen wir alle. Dann bedanke ich mich in die Runde ans Alpha Racing Fund zum BMW Meisterteam. Danke, Werner Dehm, für deine Zeit. Ich hoffe, ich sehe dich so schnell wie möglich irgendwo auf irgendeiner Rennstrecke. Danke, Tim Abbey. Ich drücke dir die Daumen. Schön, dass du motiviert bist. Danke, dass du mitgemacht hast. And thanks a lot also to Vladimir Leonov. We understand you completely that you can't wait to start with your IDM bike. And we will follow it. Okay, thank you. Bye-bye. See you guys. Bye-bye. See you. Greetings to everybody and thanks a lot. Ja, okay, bye-bye. Von mir nochmal der Hinweis, nächsten Mittwoch nicht verpassen, 19 Uhr, da machen wir
Eine Sondersendung mit fahrenden Motorrädern, mit richtig Action. Das ist versprochen. Das zeichnen wir am Dienstag nämlich auf. Aber am Mittwoch kann man sich das Ganze dann real life angucken. Und das wird sich lohnen, denn auch ich kann es kaum erwarten, dass wir endlich wieder Rennstreckenfeeling haben, wie hier auf meinem T-Shirt. Oder aber eben auch Motorräder riechen, sehen und vor allen Dingen hören. Danke in die Runde. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.